Hast du Lust auf einen Tagesausflug in die ehemalige Hauptstadt Siams? Das beeindruckende Ayutthaya mit seinen atemberaubenden Tempelruinen möchte per Fahrrad erkundet werden. Bangkok, capital of Thailand, an oriental setting. Since backpackers discovered this captivating place, traveling here is something quite beyond the Kailan Strand. One night in Bangkok, and the world's a sight to see. Einen wunderschönen guten Morgen aus Bangkok und herzlich willkommen zurück zu One Night in Bangkok. Und heute geht es für uns einmal nach Ayutthaya als Tagesausflug mit der Bahn. Ich stehe jetzt hier an dem neuen Hauptbahnhof Bang Sue. Kommt man ganz einfach mit der MRT hin. Hinten ist schon angeschlagen der Zug Nummer 7 um 9:05 Uhr. Ich gehe gerade noch dort eine Fahrkarte kaufen und dann geht's los. Swadika, train number 7 for Ayutthaya. Ayutthaya Station, let me check. Can I have your passport, please? For today, right? I have my ID card. All right. Excuse me, this is your seat number 56. Oh, perfect. Yes, window seat, window. There's a window. Yes. 261 baht. Thank you. ที่นั่งข้างๆนี้ออกเท่าไหร่อ่ะ Check. หน้าหนักประจำ15 Your name correct? Perfect. ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ 19ออกแค่15บาท 5, 11 baht. Change. ใช่ 100. ใช่ครับ Change 250 baht, sir. ขอบคุณครับ Number change ticket. This is your ticket for today. The next one, train number 7. 7. Departure time at 9:05. Go to Ayutthaya Station. Car number 2, seat number 56, next to window. Waiting area to gate B. Gate B that way. That's Yes, right. and then keep going straight to the end, turn right. On the right side, go to gate B. Okay. Gate B. Thank you so much. ขอบคุณครับ Have a nice day. Bye. Enjoy your trip. Thank you. Der ursprüngliche Hauptbahnhof von Bangkok, der 1916 gebaute Bahnhof Hualangpong, ist für den heutigen Betrieb zu klein und an seinem Standort in der Mitte der Stadt nicht erweiterbar. So wurde weiter außerhalb am Nordrand der Innenstadt von Bangkok auf dem Gelände des vorhandenen Bahnhofs Bang Sue ein neuer Hauptbahnhof, zunächst unter der Bezeichnung Bang Sue Grand Station, errichtet, der im Oktober 2022 die Bezeichnung Krung Thep Apiwat Central Terminal erhielt. Früher befand sich auf dem Gelände der einzige Rangierbahnhof Thailands. Dieser besaß einen Ablaufberg mit 4 Gleisbremsen sowie 24 Richtungsgleisen. Der neue Hauptbahnhof ging stufenweise in Betrieb. 2021 nahmen mit der SRT Red Lines 2 neue Vorortlinien den Betrieb auf. An der Ostseite wurde ein neuer Güter- und Abstellbahnhof errichtet. Am 19. Januar 2023 eröffnete der Bahnhof dann endgültig auch im Fernverkehr und ersetzte neben dem alten Hauptbahnhof zugleich die beiden Bahnhöfe im Stadtteil Bang Sue. Die alte Station Bang Sue Junction wird weiterhin von den Nahverkehrszügen bedient, die auf den Strecken der Nord-, Nordost- und Südlinie unterwegs sind und alle Bahnhöfe entlang der Strecke bedienen. Diese Züge fahren weiterhin zu und vom alten Hauptbahnhof Hualangpong. Der Fernverkehr ist allerdings in den neuen Hauptbahnhof Bang Sue Grand Station umgezogen und fahren dort ab.
So, ich bin jetzt ganz hinten vom Fahrkartenschalter hoch auf den Bahnsteig und da vorne steht mein Zug, das ist ziemlich weit entfernt und ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, dass hier in Bangkok mit einer der längsten Bahnsteige gibt in einem Bahnhof der Welt. Ich muss es mal raussuchen. Ich blende es dann mal unten ein, wie lang der längste hier ist. Ja, und jetzt geht's zum Zug auf nach Ayutthaya. Ich bin gespannt, freue mich auf die schöne Fahrt, dauert circa eine Stunde und dann geht's weiter mit dem Fahrrad dort. Ich steige in den Special Express Zug Nummer 7 um 9:05 Uhr und das Ticket hat 261 Baht gekostet. Leider hatte ich bei der Recherche vorher keinen passenden 3. Klasse Zug im Internet gefunden und so nahm ich diesen teuren, klimatisierten Zug. Ich fahre lieber mit den günstigeren Zügen, die unter der Bezeichnung Express laufen. Hier kostet die Fahrkarte Bangkok nach Ayutthaya gerade einmal 20 Baht. In diesen Zügen gibt es Fenster, die geöffnet werden können. Dazu kommt eine prima Versorgung durch die Locals, die Essen und Trinken im Zug verkaufen und man mehr von der Landschaft sieht. Genau so ein Zug wäre 20 Minuten vorher gefahren. Daher kann ich dir den Zug Express Number 75 um 8:45 Uhr empfehlen. Und die Fahrt dauert auch nur etwa eine Stunde. Ich bin in Ayutthaya angekommen und ungefähr, ich würde sagen, 55 Minuten hat die Zugfahrt gedauert und leider war das schon, sag ich mal, ein modernerer Zug mit Klimaanlage und die Fenster waren ein bisschen milchig. Ich liebe es lieber in der 3. Klasse zu fahren. Das ist viel schöner, man kriegt so ein bisschen die Luft von draußen, es ist nicht so kalt. Ja, irgendwie, es dauert zwar länger, aber es ist irgendwie noch so richtig Eisenbahn fahren. Ja, jetzt bin ich hier am Bahnhof angekommen in Ayutthaya. Ayutthaya ist somit einer der ältesten und auch einer der schönsten Bahnhöfe in Thailand. Von hier aus geht es jetzt noch weiter nach Chiang Mai oder halt wieder zurück nach Bangkok. Und für mich geht es jetzt geradeaus über die Straße durch und dann werde ich mal schauen, wo ich mein Fahrrad miete und dann schaue ich mir einfach Ayutthaya an. So vom Bahnhof aus, der direkt hinter mir liegt, einfach nur die Straße überqueren und jetzt findest du schon auf der gegenüberliegenden Seite so einen kleinen Markt, kann man lecker essen auch. Die Tuk-Tuks sehen hier ein bisschen anders aus, ich finde die very spacey. Die sehen echt wie kleine Raketen aus. Und du kannst dir nämlich jetzt hier schon einen Roller mieten, wenn du natürlich gar nicht fahren willst, aber an die alten Sehenswürdigkeiten von Siam kommst du nicht mit dem Roller ran. Mit dem Fahrrad kannst du in die Parks reinfahren in der Regel und daher würde ich hier auch nur ein Fahrrad empfehlen, ist auch natürlich auch kostengünstiger. Und du siehst jetzt hier in der Straße gibt es schon total viele Fahrradverleih. Allerdings muss ich sagen, wenn du jetzt hier die Straße fährst, musst du ziemlich weit drumherum fahren, um zu den Sehenswürdigkeiten zu kommen. Und der kleine Tipp von mir ist, einfach die Straße durchlaufen. Da kommt ein kleines Pier, setzt du mit dem Boot über und auf der anderen Seite einfach ein Fahrrad mieten und dann hast du es viel, viel näher zu den Sehenswürdigkeiten, zu dem alten Park. Ja, und es ist viel angenehmer zu fahren. Also ich laufe jetzt einfach mal da runter, gehe über den Fluss mit der Fähre und schaue mal, dass ich dort dann ein Fahrrad bekomme. Hallo, guten Tag. Once. Guten Tag.
Lost in the crowd, but yet you drown out the sound. I wish I knew what you were thinking about. Is this thing in my head delusional till I die, babe? At least we stand a chance then, right? It's been years and it still kills me. Your dynamite, so pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too. Just give me a sign, 'cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, darling, don't let me go. I wanna save your life, so just hold me close. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, I'll leave alone and just like that I'm back to being sober. We'll leave it all aside, 'cause this way will never be over. You leave alone and just like that you're back to being sober. You feel it too, right? So until next time. สวัสดีครับ bicycle, One bicycle. passport, ID card, ID card. $60. Thank you. ขอบคุณครับ Take a look. You see that? We are here now. Go straight 5 minutes. You turn number 1, อ่าฮะ number 2, 3, 4, and number 5. Elephant 6, Ikuda 7, and 8. Bicycle have a problem in Hong Kong. Have a app ID card. Oh, Back perfect. today before 6. Because For you. Can I take this one? Lock and key. Perfect. ขอบคุณครับ Oh, perfect. This one. ขอบคุณครับ Sorry, the screen unlocked. Then insert stop the lock. Lock. Okay, fine. Perfect. ขอบคุณครับ So, beim Fahrradverleiher. Die haben mir jetzt gesagt, ich soll die Straße einfach so circa 5 Minuten geradeaus weiterfahren mit dem Fahrrad. Und dann komme ich schon zur ersten und zu der Hauptsehenswürdigkeit im Ayutthaya, und zwar dem Gesicht in den Baum. Den Namen habe ich jetzt nicht parat, wie heißt, aber gucke ich gleich mal nach. Ja, wie ihr gesehen habt, die Fähre hat 10 Baht gekostet pro Person, und hätte ich ein Fahrrad schon am Bahnhof gemietet, hätte ich noch für das Fahrrad 15 bezahlt. Das Fahrrad an sich hat jetzt 60 gekostet für einen Tag, Abgabe bis 6 Uhr abends, bin ich locker wieder da, und 60 hätte es auch am Bahnhof gekostet. Also daher, es ist jetzt hier mindestens 2-3 Kilometer weniger Fahrt einfach, also 6 mit dem Fahrrad, und es ist viel einfacher zu der Sehenswürdigkeit zu kommen. Daher empfehle ich dir wirklich, lauf runter bis zum Pier und geh drüber über den einfach über den Fluss drüber setzen und leih dir dort dein Fahrrad. So, jetzt geht's los, auf zum ersten Tempel.
Elefantenreiten, das nicht nur in Südostasien angeboten wird, solltest du ablehnen. Bereits im jungen Alter werden die Tiere oft durch brutale Methoden gefügig gemacht. Bedenke, dass die Rücken von Elefanten anatomisch nicht dafür geschaffen sind, schwere Lasten zu tragen. Die schweren Gestelle samt Touristen, die auf den Rücken der Elefanten geschnallt werden, schädigen die Wirbelsäule. Durch das Gewicht und die oft unpassende Konstruktion entstehen schmerzhafte Wunden. Bedenke also, dass nicht nur das Reiten an sich den Elefanten schadet, sondern auch das zusätzliche Gewicht der schweren Gestelle. Indem du dich für das Elefantenreiten entscheidest, unterstützt du direkt eine Industrie, die auf Tierquälerei und Ausbeutung basiert. Bitte entscheide dich gegen das Elefantenreiten.
Ich habe eben gerade drüben auf der anderen Seite mein Fahrrad abgegeben, laufe jetzt hier noch meine 150 Meter zurück zum Bahnhof, hole mir eine Fahrkarte und dann war das erstmal das gewesen hier aus Ayutthaya mit meinem kleinen Tagestour. Ich hoffe, dir hat es so gut gefallen wie mir. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einfach ein Like da und abonniere den Kanal, falls nicht schon geschehen. Dann bekommst du auch gleich wieder mit, wenn du die Glocke drückst, wenn ein neues Video online ist. Ich sage erstmal Danke dafür und jetzt geht's hoch zum Bahnhof, Ticket kaufen. Ich habe jetzt noch so eine halbe Stunde ungefähr Zeit, bis der Zug kommt und einen Mango Smoothie geholt, um die Wartezeit zu verkürzen. Und warte jetzt einfach noch ein bisschen. An der Station Bangsu schließt sich jetzt meine Tagestour nach Ayutthaya wieder. Hier habe ich angefangen, hier endet sie und ich laufe jetzt gerade noch zur MIT runter und steige dort ein, dann geht es nach Hause. Im Moment genieße ich gerade hier diese etwas klimatisierten Räume im Bahnhof drinne, denn draußen ist es super warm, im Zug war es warm und sehr laut und jetzt gerade schalte ich so ein bisschen ab und sage, war ein cooler Tag, also ich würde es wieder machen. Ich hoffe, dir hat das kleine Video gefallen. Nächste Woche geht es zu einem neuen Abenteuer hier in Bangkok. Also einfach jetzt das Video noch schnell liken, das wird mir gefallen. Und wenn du es noch sowieso noch nicht gemacht hast,
noch vielleicht den Kanal abonnieren. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Bangkok, capital of Thailand, an oriental setting. Was erwartet dich in der Episode 9? In der nächsten Folge geht es zum Maeklong Zugmarkt. Ein ganz individueller Tagesausflug mit dem Zug zum einzigartigen Maeklong Railway Market in Thailand. Freue dich auf Tipps zur An- und Abreise, den Zugfahrzeiten und den Kosten. Island strand. One night in Bangkok, and the world's a sight to see. The bars have a sacred feel, but the treasures aren't all free. You'll find a god in every golden clyster, and if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. Seen one crowded, polluted, stinking town. Beer girls, warm, sweet. Some are set up in Nana Plaza. Get tight, a phrase you hear directed everywhere. One night in Bangkok.